Möchtest du auch so ein bequemes, fließendes Sommerkleid? Das geht ganz einfach. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Schnittmuster aus jedem T-Shirt selber erstellst und wie du es danach auch nähst. Ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin und auf meinem Kanal So You dreht sich alles ums Thema Nähen. Wenn du auch ganz verrückt nach Nähen bist, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Die Grundlage für das Kleiderschnittmuster bildet ein T-Shirt-Grundschnitt. Falls du bereits einen hast, kannst du den nächsten Teil überspringen. Ansonsten nimm ein T-Shirt, das dir gut sitzt und anliegend ist, als Grundlage und mach Folgendes damit. Nimm Karton oder Zeitungspapier als Unterlage und breite darauf dein Schnittmusterpapier aus. Zeichne eine lange Gerade. Falte dein T-Shirt in der vorderen Mitte und leg die Seitennähte ganz genau aufeinander. Steck sie so zusammen. Leg den Umbruch des Shirts genau an die Linie. Fahre dem Halsausschnitt entlang. Es geht besser, wenn du dein Shirt noch beschwerst, damit es nicht verrutscht. Kopiere auch den Saum des Shirts ab. Für den nächsten Schritt benötigst du ein Kopierrad oder eine normale Stecknadel. So oder so, fahre der Seitennaht und dem Armloch entlang. Entferne das T-Shirt und zeichne noch die Schulter, das Armloch und die Seitennaht anhand der Markierungen. Wiederhole diese Schritte für das Rückenteil des T-Shirts. Beim Rückenausschnitt wie auch beim vorderen Ausschnitt darfst du die Tiefe selber bestimmen. Setze dazu einen rechten Winkel in der vorderen oder Rückenmitte an und zeichne den Ausschnitt so, wie er dir gefällt. Kontrolliere, dass die Schulter des Vorderteils und des Rückenteils gleich lang sind. Und korrigiere, wenn nötig, die Linie. Entferne die Stecknadeln der Seitennaht. Leg das T-Shirt flach auf den Tisch. Leg den Ärmel vor dich hin und zieh eine Gerade genau beim Umbruch. Kopiere auch den Saum und die Seitennaht ab. Verwende wiederum eine Stecknadel oder das Kopierrad, um die Rundung des Ärmels abzupausen. Steck den Ärmel noch in dieser Position fest. Wende das Shirt und leg den Umbruch des Ärmels wiederum an die gerade Linie. Zeichne wiederum den Saum und die Seitennaht ab und verwende eine Stecknadel oder das Kopierrad für die Rundung des Ärmels. Entferne das T-Shirt und zeichne die Armkugel anhand der Markierungen. Beschrifte den Ärmel mit Vorderteil und Rückenteil. Schneide dein Vorderteil aus und lege es verkehrt auf das Rückenteil. Korrigiere nun die Seitennaht des Rückenteils. Die Seitennähte müssen genau den gleichen Verlauf und dieselbe Länge haben. Kopiere das Vorderteil auf Schnittmusterpapier ab und lass dabei unten und seitlich viel Platz. Markiere die Taille. Dies dort, wo das Schnittmuster am schmalsten ist. Gehe in der vorderen Mitte von diesem Punkt aus noch 1 cm weiter nach unten. Verbinde diesen Punkt mit der Taille an der Seitennaht. Mach auf dieser Linie eine Markierung 2 cm von der vorderen Mitte entfernt. Zieh eine Parallele zur vorderen Mitte von der Taille abwärts. Mach beim Ausschnitt eine Markierung mit ca. 8 cm Abstand von der vorderen Mitte. Dieses Maß ist aber frei wählbar. Verbinde diese Markierung in einer schönen Rundung zur Taille. Verlängere die vordere Mitte und die Parallele bis weit nach unten. Bestimme nun die Länge deines Kleides. Meines endet 50 cm unterhalb der Taille. Am besten hältst du ein Maßband an deine Taille und checkst im Spiegel, wie lange du dein Kleid haben möchtest. Ziehe nun in der vorderen Mitte bei der bestimmten Länge eine rechtwinklige Linie. Zeichne bei der Rundung 3 Querstriche. Das sind Markierungen, die dir später beim Nähen helfen, das Kleid schön zusammenzunähen. Mach auch beim Armloch eine Markierung. Schneide bei der parallelen Linie durch.
Klebe die Teile auf Schnittmusterpapier. Verlängere den Saum seitlich. Mach eine Markierung bei 8 cm. Verbinde diese Markierung mit der Taille. Zeichne in der Taille einen schönen Übergang zur ursprünglichen Linie. Erweitere auch das andere Schnittteil um 8 cm. Ziehe an der Seite die Linie gerade nach unten. Erweitere auch hier den Saum um 8 cm und verbinde diesen Punkt mit der Taille. Miss auf diesen 9 Strecken von der Taille aus die Länge deines Kleides ab. Zeichne bei dieser Markierung eine Linie im rechten Winkel. Zeichne den Übergang noch in einer schönen Rundung und schneide das Schnittmuster danach aus. Ich habe das mittlere, vordere Schnittteil noch gespiegelt. Das aus dem Grund, weil es in der Taille sehr schmal ist und ich fand es einfacher, es auszuschneiden, wenn es gleich doppelt da liegt und ich es nicht im Stoffbruch zuschneiden muss. Wiederhole alle diese Schritte für das Rückenteil. Beachte, dass es im Rückenteil nur 2 Markierungen in der Rundung gibt. Die Markierung im Armloch entfällt. Dies hilft dir später beim Unterscheiden des vorderen und rückwärtigen Schnittteils. Kopiere deinen Ärmel auf Schnittmusterpapier ab. Ziehe eine Linie vom äußersten linken zum äußersten rechten Punkt. Ziehe eine rechtwinklige Linie dazu durch den Schulterpunkt. Miss die Strecke im Vorderteil von der Achsel bis zur Markierung. Miss diese Strecke im vorderen Ärmel ein, ebenfalls von der Achsel aus, und mach beim Punkt eine Markierung. Zeichne den Ärmel 3 cm lang. Schneide den Ärmel oben an der Rundung aus. Zieh im Ärmel 4 weitere Linien parallel zur ersten Linie. Schneide diese Linien vom Saum bis knapp an die Rundung ein. Klebe den Ärmel auf Schnittmusterpapier und erweitere jeden der Einschnitte um 1 cm. Ziehe eine neue Linie vom linken bis zum rechten Achselpunkt. Ziehe eine Linie im rechten Winkel zu dieser Linie. Das ist ein Fadenlauf. Schneide den Ärmel aus und achte darauf, dass der Saum eine schöne Rundung hat. Und so sehen deine fertigen Schnittteile aus. Für dieses Kleid empfehle ich Viskose Jersey mit ca. 5% Elastananteil. Verwende 2 kontrastreiche, aber zusammenpassende Stoffe. Schneide das seitliche Vorderteil, das seitliche Rückenteil und den Ärmel je zweimal aus dem Hauptstoff zu. Lass überall 1 cm und im Saum 3 cm Nahtzugaben. Übertrage die Markierungen in den Stoff, indem du ca. 4 mm tief in die Nahtzugaben einschneidest. Schneide die mittleren Teile einmal aus dem einfarbigen Stoff zu. Entweder im Stoffbruch oder wenn du die Teile wie ich gespiegelt hast, dann einmal offen. Übertrage auch hier die Markierungen in die Nahtzugaben und markiere hier auch zusätzlich die vordere und die Rückenmitte. Leg das mittlere Schnittteil mit der schönen Seite auf die schöne Seite des Seitenteils. Steck die Markierungen und die Kanten schön aufeinander. Nähe die Naht entweder mit einem 4-Faden-Overlock-Stich und schneid dabei 5 mm weg oder mit einem dehnbaren Stich auf deiner Nähmaschine und nähe dabei 1 cm tief. Wenn du wissen möchtest, welche dehnbaren Stiche du auf der Nähmaschine verwenden kannst, sieh dir doch mein anderes Video an, das ich zu genau diesem Thema gemacht habe. Ich blende es dir gerade hier oben ein und du findest den Link auch unten in der Beschreibung drin. Vervollständige das Vorderteil. Und gehe genau gleich für das Rückenteil vor. Leg das Rückenteil auf das Vorderteil mit den schönen Stoffseiten innen und nähe die Schulter. Leg dein Kleid so auf den Tisch wie ich. Mein Vorderteil befindet sich links. Nimm einen Ärmel und leg ihn so hin wie ich. Schau, ob du den richtigen Ärmel erwischt hast.
Die beiden Bezeichnungen müssten auf derselben Seite sein. Wenn der Ärmel stimmt, klappe ihn auf das Vorderteil und Rückenteil mit den schönen Seiten aufeinander. Steck die Bezeichnungen aufeinander und die Achselpunkte. Steck danach die Strecken dazwischen. Nähe den Ärmel ans Teil. Wenn du mit der Overlock nähst, zieh dabei am Stoff, damit die Kanten gerade vor dir liegen. Wiederhole dasselbe für den anderen Ärmel. Leg die schönen Stoffseiten aufeinander und steck die Seitennähte des Ärmels und des Kleides aufeinander. Nähe die Strecken zusammen. Leg das Schnittmuster des mittleren Vorderteils an das seitliche Vorderteil. Misst den Ausschnitt von der Schulter bis zur vorderen Mitte. Mach dasselbe für das Rückenteil und schreib die Maße genau auf. Zieh von diesen Maßen 20% ab. Von nun an wird nur noch mit den reduzierten Maßen gerechnet. Schneide einen Bändel für die Einfassung quer im Fadenlauf zu, der 4 cm breit ist und die folgende Länge hat. Zweimal das Maß des vorderen Ausschnittes plus zweimal das Maß des hinteren Ausschnittes plus 2 cm Nahtzugaben. Miss bei der Einfassung von der linken Kante das Maß des rückwärtigen Ausschnittes bis zur Rückenmitte ab, danach nochmal dieses Maß, jetzt befinden wir uns bei der rechten Schulter, und dann das Maß des vorderen Ausschnittes bis zur vorderen Mitte. Bezeichne diese Punkte mit Einschnitten im Stoff, sogenannten Picks. Mach dazu 4 mm tiefe kleine Einschnitte in die Stoffkante rein. Leg die schönen Stoffseiten aufeinander und nähe die schmalen Kanten 1 cm tief zusammen. Leg diese Nahtzugaben auseinander und falte die Einfassung mit den schönen Seiten nach außen aufeinander. Leg die Einfassung an die linke Schulter. Versetze dabei die Naht 1 cm ins Rückenteil. Leg die Picks der Einfassung aufeinander und steck sie an die Rückenmitte des Kleides. Wiederhole dasselbe für die rechte Schulter und die vordere Mitte. Steck die restlichen Kanten zusammen, indem du so fest an den Picks ziehst, bis die Einfassung dieselbe Länge hat wie das Kleid. Halt die Stoffkanten so schön aufeinander und steck sie fest. Am Schluss sollte es etwa so aussehen. Nähe die Kanten zusammen. Zieh dabei immer so fest an der Einfassung, bis sie dieselbe Länge hat wie das Kleid. Schneid entweder 5 mm mit der Overlock-Maschine ab oder nähe 1 cm tief mit einem dehnbaren Stich auf deiner Nähmaschine. Leg die Einfassung ganz um, dass sie von außen nicht sichtbar ist, und steck sie von außen ab. Nähe die Einfassung mit einem Geradstich auf der Nähmaschine ab. Zieh dabei ganz leicht am Ausschnitt. Stell die Stichlänge dazu auf 3. Achte auf einen schönen, regelmäßigen Abstand zur Ausschnittkante. Leg den Saum des Kleides 3 cm nach oben und steck ihn von außen fest. Mach dasselbe auch bei den Ärmelsäumen. Nähe die Säume mit einem Coverstich oder der Zwillingsnadel auf deiner Nähmaschine ab.
Schneid die überstehenden Resten noch weg und dann bist du fertig. Herzliche Gratulation! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines hübschen Sommerkleides. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Um keine weiteren Videos von mir zu verpassen, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Video.